Morddrohungen auf Koh Samui. Ja, wenn du mehr wissen willst, dann schau weiter. Hallo liebe Zuschauer. Im Dezember letzten Jahres habe ich einen Film ins Netz gesetzt, dass ich einen Nachbar suche, weil mein netter italienischer Nachbar ausgezogen ist. Und daraufhin haben sich viele Menschen gemeldet, unter anderem dieser Mann. Er ist auch von Pattaya nach hier gekommen und hat sich persönlich vorgestellt und hat eigentlich unser Vertrauen erschlichen. Er war sehr nett und umgänglich, aber die Tinte unter dem Vertrag war noch nicht trocken, dann fing es schon an. Ja, wenn man neu ist, dann will man ja auch ein bisschen von dem Nachbarn dann wissen. Wir haben uns dann auch unterhalten und dann fing es dann schon an, ja, deine Blumen gefallen mir nicht, kannst du die nicht rausnehmen. Dein Licht, kannst du das nicht ausknipsen? Ich hab hier unten, könnt ihr das lesen, dann sehe ich ja die Sterne nicht mehr. Obwohl jeder hier auf Samui, der mich kennt, auch mein Haus kennt, ich habe hier überall LED-Beleuchtung, schon seit vielen, vielen Jahren und ich finde das eben halt schön. Und mein Vermieter billigt dieses auch. Ja, und das war... Dann war auf einmal mein Auto, mein Vitara, nicht mehr gut genug, die alte Karre, und ich würde mit den Boxen ja rumfahren wie ein Türkenauto und er würde mir ja einen Kredit geben. Und dann fing es dann schon an, dass er dann offenbart, ich habe so viel Geld, was willst du? Und auch zuletzt hier bei den Beleidigungen, die ja stattgefunden haben, ich wäre ja ein armer Schlucker und so weiter, kam dann auch noch dazu. Ja, und dann kamen SMS mit Hinweisen, ich sollte gewisse Filme löschen, weil ja die Thais, die möchten das nicht gerne sehen und hören, und ich müsste aufpassen, dass mich nicht ein Thai abstechen würde. Ja, und da kam noch mal so ein Hinweis und da wusste ich schon, wo der Hase hinläuft. Das sind so Menschen, die versuchen, in ihrem Gespräch und Drohungen die Mitmenschen mit einzubeziehen, obwohl das gar nicht stimmt. Natürlich, ich bin nicht, sag ich mal, so gut angesehen über meine Filme hier auf Samui. Manche finden die auch scheiße, auf Deutsch gesagt. Okay, dann können sie sich andere Filme angucken. Aber wenn es dann ins Private beleidigend reingeht, dann habe ich dann schon ein Ohr. Diejenigen, die meine Filme nicht toll finden, da kann ich die Kommentare dann löschen, wenn sie beleidigend sind, oder so, ja, die Jungs dann blockieren, kein Problem. Aber jetzt hatte ich einen Nachbarn, der mein größter Hater war. Ja, und das hat sich dann so angestaut, 2 Wochen, dann hatte ich die Schnauze voll gehabt. Dann habe ich zu ihm gesagt, Oliver, hör auf damit, ich möchte nicht mit dir hier über meine Arbeit diskutieren, da finden wir keine Zusammenkunft. Bitte sprech mich diesbezüglich nicht mehr an, für mich ist das Ding gelaufen, du kannst da gerne wohnen, kein Problem, aber für mich ist es aus. Ja, dann sind wir ja im 4. Februar, sind wir losgefahren, da haben wir ja unsere große 5000 Kilometer Tour gemacht, wo ihr ja jetzt noch die Filme von seht. Das ist also jetzt schon reingebracht, ich bin also schon wieder auf Samui. Bekam ich dann mitten in unserem Urlaub dann von einem Freund einen Anruf, hallo, was hast du denn für einen Nachbarn? Der droht mich umzubringen. Was ist jetzt los? Und der hat dann komplett über mich hergezogen. Über meine Filme ist ja eine andere Sache. Da ist jedem sein Ding. Nein, er hat behauptet, ich würde meine Freundin Pitti unterdrücken und schlagen. Und da hört es ja natürlich auf. Ich habe nie meine Freundin geschlagen. Und dieses Gerücht und diesen Hass, den er da reinbrachte, verbreitet er hier in Samui, in gewissen Bereichen, Bars und so. Ja, und dann konnte mein Freund nicht mehr stillhalten, hat gesagt, hör, das ist auch mein Freund und das stimmt nicht, was du sagst, ich arbeite nicht mehr für dich. Und nach dieser Trennung praktisch, der hat auch seine Arbeiter abgezogen, kamen dann auf einmal Morddrohungen, er soll sofort das Geld zurückzahlen, die Voranzahlung und das Ganze. Und dann kamen haufenweise SMS böse.
Zahl deine Schulden. Ich möchte dir fetten, weißen Mann, der beim Pissen seine Zipfelchen nicht mehr sieht, sehr wehtun. Nur etwas. Ich bin sehr unangenehm. Sehr. Außerdem schalte ich die Polizei ein. Du und deine Scheinfirma wird stillgelegt. Wer sich totstellt, hat sowieso enorme Probleme mit dem Geld. Du auch, du Luftpumpe. Und so zieht sich das durch. Beleidigungen, Telefonate, Morddrohungen an die Familie. Die Familie war auch sehr verängstigt und ist daraufhin auch zur Polizei in Nathorn gegangen, dass er dann so weit war, dass er dann hier zur Polizei gegangen ist und hat eine Anzeige erstattet wegen Morddrohungen an die Familie und auch ihm. Und ja, wie ich das dann gehört habe, habe ich gedacht, jetzt muss ich auch mal meinen Frust rausgeben. Wenn ich nach Hause komme, gehe ich dann auch zur Polizei. Ja, ich war noch keine 2 Tage hier. Da hat es auch schon geknallt. Es war abends, ich habe meine Partybeleuchtung hier draußen eingeschaltet, weil ich jemanden erwartete. Und ich wollte das mit der Beleuchtung ein bisschen Eindruck schinden, muss ich zugeben, weil die wirklich super ist. Bang! War auf einmal das gesamte Licht ausgeschaltet, der Power war weg vom Haus. Ich denke, was ist jetzt? Haben wir wieder Stromausfall? Und dann hörte ich ihn schon, komm runter, du Lusche! Oh, denke ich, jetzt ist es aber weit. Taschenlampe, bin ich dann runtergegangen. Wenn ihr das Licht nochmal einschaltet, schalte ich hier nochmal den Strom ab. Ich sage, was hast du denn an meinem Stromkasten zu suchen? Ich wollte zu ihm hingehen und er versuchte, mich daran zu hindern. Und ich hatte in dem Moment gedacht, er schießt mir gleich eine. Ich konnte dann aber zur Seite weggehen und bin dann zum Stromkasten. Das ist mein Grundstück. Ja, leider ist dieser Stromkasten unter seinem Haus. Aber ich habe vom Vermieter, sage ich mal, die Zugangsrechte zum Stromkasten. Und habe dann wieder den Strom eingeschaltet und dann kam hinter mir her, ich schalte dir gleich wieder den Strom ab. Ich sage, ich rufe jetzt gleich den Vermieter an und dann kannst du das mit dem besprechen. Bin dann also dann hochgegangen und dann kamen, ich kannte gar nicht die Schimpfworte oder ich hatte sie vergessen, die es auf Deutsch da gibt, die mir da hinterher gefeuert wurden. Ich hatte mein Handy in der Hand und ich war anscheinend so nervös, dass ich den Aufnahmeknopf nicht gedrückt habe. Sonst hätten wir jetzt also Live-Aufnahmen von dem, was er da zum Besten gebracht hat. Ja, ich bin unwahrscheinlich angepöbelt worden von ihm und dann kam Gott sei Dank mein Vermieter, Sarg. Ich wohne ja jetzt schon seit über 7 Jahren hier in dem Haus und wir sind mittlerweile Freunde geworden. Der hat das Ganze dann gebremst und dann kam er und er hat seine Arbeiter geholt, um wahrscheinlich psychischen Druck auf mich auszubauen, damit also er noch Leute dabei sich hat. Ich habe ihn schon gefragt, willst du mich was antun oder so? Hä? Und dann habe ich zu meinem Vermieter gesagt, Schluss aus hier, ich gehe nach oben und du kannst das bitte mit dem klären. Da war das dann eigentlich für mich gegessen. Aber ich habe noch gesagt, am nächsten Tag gehe ich zur Polizei, was ich dann auch umgehend gemacht habe. Ich habe, hier sieht man die Liste, was ich alles angegeben habe in der Anzeige. Und das unter anderem, dass ich jetzt Angst habe um meine körperliche Unversehrtheit, Beleidigungen, üble Nachrede. Ich habe auch Angst vor meinem Hund Jem, dass dem was passiert. Der läuft ja hier seit 5 Jahren, seitdem er hier ist, frei rum, dass er dem was antut, um sich zu rächen. Ja, ich bin dann, wie gesagt, am anderen Tag dann auch zur Touristenpolizei gegangen. Die haben sich das alles angehört und haben das dann auch aufgenommen. Ich habe meinen Freund Daniel, den kennt er ja auch von der Touristenpolizei, habe ich diesbezüglich dann auch eingeschaltet und hat sich sofort bereit erklärt, wieder in den Dienst einzutreten. Er ist ja schon raus gewesen. Und die kommen heute und werden ihn mal ins Gewissen reden. So, und gestern war der Fall, dass ich meinem Vermieter dann angeboten habe, hör dir auch noch eine andere Seite an. Dann war der Freund mit der Morddrohung auch gekommen mit seiner thailändischen Frau und hat meinem Vermieter dann alles erzählt, was der Oliver in der kurzen Zeit alles angestellt hat und alles kaputt gemacht hat hier in der nachbarlichen Freundschaft.
Und da hat mein Vermieter gesagt, so, das ist jetzt zu viel, ich lasse jetzt den Vertrag auslaufen. So, jetzt zum Anfang. Wieso mache ich den Film? Nicht um Klicks zu bekommen, nein, ich mache das für meinen Freund, dem Vermieter, sag, dass er nicht sein Gesicht verliert hier, dass er einen Farang rausschmeißt nach einem halben Jahr hier, zumal der liebe Nachbar einiges investiert hat in und um dem Haus. Er hat eine wunderbare Gartenanlage auch da gemacht. Er baut sich jetzt da hinten eine Treppe, weil er mich nicht mehr sehen möchte. Da hat er also einiges investiert. Und dann ist das ja immer ein bisschen zwiespaltig, dass dann ein Teil jemanden rausschmeißt, der jetzt viel Geld investiert hat. Nein, Sarg hat für den Frieden, für uns alle hier auf dem Berg, wir kennen uns hier alle und wir gehen alle friedlich miteinander um, hat gesagt, dieser Mensch hat hier nichts zu suchen, der kann gehen, der kriegt auch kein Geld dafür. Das ist das Risiko von jedem hier. Auch hier, was ich hier gebaut habe, bin ich von ausgegangen, wenn ich hier ausziehe, bekomme ich nichts dafür. Wenn man sich so beschissen, so aggressiv verhält, braucht man nicht zu meinen, dass da einem noch Geld hinterhergeschmissen wird. Das ist eben halt, dass ich den Film mache für meinen Freund Sarg, der ein wunderbarer Mensch ist und der ist unschuldig an alledem, und ich bin ihm dankbar, dass nach diesem Gespräch, das rausgekommen ist, er lässt den Vertrag am 15. Juli auslaufen. Und für mich natürlich auch, dieser Film wird ja auch hier auf Samui gesehen, um mich klarzustellen, ich bin kein brutaler Mensch, ich habe meine Freundin noch nie gehauen. Wer mit meinen Filmen unzufrieden ist, bitte guckt sie euch nicht an und lasst mich in Ruhe, und dann ist alles okay. Ja, gestern, also mein Nachbar hat wohl mitbekommen, dass wir hier oben gesessen haben und hat dann meinen Vermieter gefragt, wie sieht es mit meinem Mietvertrag aus, wird der verlängert? Hat der Sarg dann gesagt, nein, am 15. Juli bist du hier raus. Wenn heute noch die Polizei kommt, wird es in den nächsten Tagen knallen, und dafür ist auch jetzt dieser Film, dass ich das Motiv rausstelle, wenn etwas passiert. Meine Kameras habe ich jetzt hier ringsrum auf 24 Stunden Recording eingestellt. Ich habe jetzt auch oben einen Rekorder installiert, damit alles, was er würde, wenn er anfängt mit Beschimpfungen, dass das alles aufgenommen wird und vielleicht in ein Verfahren übergeht. Ansonsten für mich ist der Fall gegessen. Ich will meine Ruhe haben. Ich war glücklich hier und ich bin froh, wenn der 16. Juli ist und dass ich ihn nicht mehr sehe, beziehungsweise dass man keine Angst haben muss, dass irgendetwas hier passiert. Wir sind alle nach hier gekommen, um unseren Frieden zu haben. Wenn einer mit den Dingen des anderen nicht einverstanden ist, dann muss er sich was anderes suchen. Wenn er so viel Geld hat, dann kann er sich ja irgendwo ein Grundstück kaufen und ein Haus bauen. Aber wenn jemand schon jahrelang da wohnt und lebt so, auch mit LED-Beleuchtung, dann ist das so. Und wenn das von dem Vermieter gebilligt wird, dann ist das so. Ich brauche jetzt meine Zeit, um hier wieder runterzukommen. Dieser Film wird mir dabei helfen, runterzukommen, muss ich sagen, und wieder schöne Filme für euch zu machen, was wir so erleben. Entschuldigung, dass ich hier meine Filmreihe unterbrochen habe von unserer großen Tour. Es werden noch viele schöne Filme kommen, schaut es euch an, bringt eure Kommentare da rein. Wenn jemand übrigens über den Oliver hier Informationen hat, er kommt ja aus Pattaya, ihr könnt die gerne unten in den Kommentaren reinschreiben, dann wird meine Vermutung wahrscheinlich bestärkt, dass er ein Querulant ist, denn er ist aus Pattaya ausgezogen, weil er da schon Streit mit seinen Nachbarn hatte. Und so kann man sich ein gesamtes Picture machen. Ich kann nur sagen, Vorsicht, wenn ihr den als Nachbarn habt, dann habt ihr viel Spaß und viel Streit. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss.